Wichtige Lostage im Monat März sind der 17. März St. Gertrud, der 19. März Josefstag, der 21. März St. Benedikt und der 25. März Mariä Verkündigung. Diese Lostage sind insofern prägend, weil einige Bauernregeln für diese Tage überliefert sind und von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und damit herzlich willkommen zurück zu den Videos über Bauernregeln und Lostage. Ein Lostag ist ein bestimmtes Datum, an dem bestimmte Bauernregeln gelten. Und ich habe für den Monat März jetzt 20 herausgesucht und die schauen wir uns der Reihe nach an. 1. März. Wenn es an St. Albin regnet, gibt es weder Heu noch Stroh. Wir werden im Laufe dieser Bauernregeln sehen, dass der März Bauernregeln hat, die vor allem für den März und für den Frühlingsbeginn gelten. Im Jänner und im Februar haben wir Bauernregeln kennengelernt, die sehr oft schon den Herbst und die Ernte betreffen. Diese Bauernregel bezieht sich auf die Ernte und ein feuchter Märzbeginn ist nicht unbedingt im Sinne der Bauernschaft. 3. März. Lachende Kundigunde bringt frohe Kunde. Das ist praktisch das Gegenteil. Wenn es ein schönes Wetter gibt, dann kann man sich auf einen guten Ernteertrag freuen. Ebenfalls 3. März. Wenn es donnert Kundigund, treibt's der Winter noch lange bunt. Das ist wiederum noch ein Hinweis darauf, wann der Winter sich zurückziehen wird und wann der Frühling beginnt, was natürlich auch bedeutet, wann die Zeit anbrechen wird, dass man sich um den Acker kümmert und die Saat einbringt. 5. März. Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss. Wir sehen also, dass der Anfang des Monats März vor allem die Bauernschaft insofern beschäftigt hat, wie lange es noch kalt bleibt, wie der Boden bestellt ist, wann die Arbeiten wieder beginnen werden, und während man in den letzten Jahren eigentlich immer mildere Winter hat, sieht man bei den Bauernregeln, dass der Winter früher viel länger gedauert hat und auch kälter war und der Frühling sich manchmal gerne Zeit gelassen hat. 6. März. Mit ihren Herden wieder hin ziehen die Schäfer an Fridolin. Das ist zum Beispiel keine wetterorientierte Aussage, sondern da geht es einfach darum, wie die Schäfer arbeiten, wann sie beginnen. Und was haben wir hier? 7. März. Perpetua kalt, winterlang. Auch das ist ein Hinweis darauf, wie lange die kalte Jahreszeit noch dauern könnte. 10. März. Wie es an 40 Rittern wittert, wittert es noch 40 Tage. Wer das Video vom Februar gesehen hat, da hat es auch schon eine Bauernregel gegeben, wo man die nächsten 40 Tage vorhergesagt hat. Und auch hier am 10. März gilt, so wie das Wetter an diesem Tag ist, bleibt es 40 Tage. Das ist eine sehr optimistische Aussage, weil es ist wenig wahrscheinlich, dass sie eintrifft. 11. März. Bringt Rosamunde Sturm und Wind, so ist Sibylla uns gelind. 12. März. Am Gregori muss der Bauer mit der Saat ins Feld. Da kommen jetzt dann auch die Ansagen und die Erkenntnisse aus den letzten Jahren und Jahrhunderten, wann die Arbeit am Feld wirklich beginnt. 15. März. Lucretia feucht, bleiben die Kornsäcke leicht. Das ist wiederum eine Bauernregel, die schon einen Ausblick auf die Ernte im Herbst gibt, indem sie kundtut, dass ein regnerischer 15. März ein Hinweis darauf ist, dass die Ernte nicht wirklich erfolgreich verlaufen wird. 17. März. Wir erinnern uns, das ist der erste
Schwerwiegende Lostag im März mit einigen Bauernregeln. Ich habe 2 herausgesucht. Sankt Gertrud sonnig, wird's dem Gärtner wonnig. Also ein schöner 17. März bietet den Ausblick auf eine gute Ernte. Ebenfalls 17. März, sieht Sankt Gertraud Eis, wird das ganze Jahr nicht heiß. Wenn es am 17. März noch Glatteis gibt und gefrierenden Boden, dann ist das schon bemerkenswert. Ob das allerdings dann eintreffen wird, dass man keinen heißen Sommer hat, das kann man zumindest anzweifeln. 19. März, das ist der Sankt Josefstag. Das ist zum Beispiel auch ein Tag, der in einigen österreichischen Bundesländern ein sehr wichtiger ist. Zum Teil ist auch schulfrei. Das gilt, glaube ich, auch in Bayern und in Teilen der Schweiz. Also 19. März ist es klar, am Josefstag spart er uns viel Not und Plag. Das ist auch wieder ein Hinweis auf eine mögliche gute Ernte im Herbst. Wieder 19. März, am Josefstag soll der faulste Bauer auf seinem Acker sein. Ein kleiner augenzwinkender Hinweis darauf, dass wenn du bis jetzt noch nicht dich um den Acker gekümmert hast, dann ist es jetzt höchste Zeit, es zu tun. 20. März, wenn die Drossel schreit, ist der Lenz nicht mehr weit. Der Lenz ist der Frühling, also am 20. März darf man schon erwarten, dass der Frühling langsam Einzug hält, zumal hier auch der kalendermäßige Frühling beginnt. 21. März. Willst Gerste, Erbsen, Zwiebeln dick, so sehe an St. Benedikt. Auch ein Lostag mit einigen Bauernregeln. Hier ist eine weitere. Zum St. Benedikt lieber eine Ziege tot im Stall als Raureif an den Tannen. Damit ist gemeint, dass sehr kaltes Wetter zu einem doch recht späten Termin im März wenig wünschenswert ist, weil dann die Aussicht auf den Ertrag eher mäßig ausfällt. 25. März. An Mariä Verkündigung kommen die Schwalben wiederum. Also das ist wieder so ein Frühlingsbote, der überliefert wurde. Und ebenfalls am 25. März ist Marien schön und hell, gibt's viel Obst auf alle Fäll. Ein Hinweis darauf, dass die Obstbauern ein gutes Jahr haben werden. 27. März. Ist an Rupert der Himmel rein, so wird er's auch im Juni sein. Das ist eine der seltenen Bauernregeln, wo eine Verbindung zwischen dem März und dem Juni hergestellt wird. Und ein reiner Himmel bedeutet im Juni zum Beispiel, dass es wenig Gewitter gibt, dass es ein schönes, warmes, in den letzten Jahren eigentlich heißes Wetter geben wird. Und dann haben wir noch 3 Bauernregeln vom 29., 30. und 31. März, die alle gleich funktionieren und die sich auf die weiteren Jahreszeiten beziehen. Am 29. 29. März heißt es, wie der 29. so der Frühling. Also so wie das Wetter am 29. März sich darstellt, so wird der ganze Frühling verlaufen. Wäre natürlich eine blöde Geschichte, wenn es gerade am 29. März schüttet wie nur was. Wie der 30. so der Sommer. Da gilt die gleiche Überlegung. Und wie der 31. so der Herbst. Und damit haben wir eine Fülle an Bauernregeln kennengelernt, die sich auf den März beziehen und die teilweise den Frühlingsbeginn, also eigentlich hauptsächlich den Frühlingsbeginn thematisieren und nur teilweise sich auf die Ernte weiter verbinden lassen. Und ja,
Der Frühlingsbeginn ist eine sehr wichtige Zeit in der Landwirtschaft. Das haben wir jetzt bei den Bauernregeln auch erleben können. Und ich hoffe, es waren ein paar interessante dabei, die man vielleicht so noch nicht gekannt hat. Und danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.